geschrien. It says they cried out to heaven, and I believe they actually cried out. Und in Könige lesen wir auch, und ich finde es so ein schönes Bild, wie es heißt, dass Hiskia in den Tempel geht. And then in Kings we read, and I think it's such a beautiful picture, how Hezekiah goes into the temple. Und auch zu wissen, dass Hiskia den Tempel selber wieder ausgebessert hat und bereitet hat, damit er jetzt auch reingehen kann, sozusagen. Which is amazing, knowing that Hezekiah himself had improved the temple and purified the temple, so now he can go there before the Lord. Und er nimmt diesen Brief mit von dem König der Assyrer. And he takes this letter from the king of Assyria with him into the temple. Und es heißt darin, und er breitet diesen Brief vor Gott aus. And then it said he spread out this letter before the Lord. Das finde ich so einen schönen Ausdruck für ein echtes Gebet. I find that such a beautiful expression of true prayer. Und er sagt zu Gott, auch Gott, ich weiß, dass die Götter von den anderen ihm nicht geholfen haben. And he says to God, God, I know that the gods of the others did not help them. Aber das sind ja auch keine echten Götter, die sind tot. But those are not true gods, they're dead. Und wir glauben, dass du lebendig bist. And we believe that you are alive. Und dass du uns hilfst. And that you will help us. Und wie ging die Geschichte aus? And how does that story finish? Gott hat wirklich geholfen. God did actually help. Und das ist wirklich ein Riesenwunder. Die Stadt Jerusalem wurde nicht eingenommen von den Assyrern. And that was a huge miracle. The city of Jerusalem was not conquered by the Assyrians. Noch nicht in dieser Zeit, 701. It did not fall at this time in 701 BC. Leider ist nach dem Hiskia sind dann nochmal 2 schlechte Könige gekommen. Sadly, a couple of bad kings still came after Hezekiah. Und dann wollen wir nochmal kurz über Josia reden. Das war nämlich dann nochmal ein guter König, und zwar der letzte gute König von Juda. And then we come to Josiah, and we want to look at him because he was a good king and he was also the last good king of the kingdom of Judah. Und auch er, ja? Also, es ist ja jetzt so, jetzt haben wir den Hiskia und der hat ja fast alles richtig gemacht und hat auch viel Segen von Gott erfahren. Und was ich mich so gefragt habe, das ist jetzt nicht ganz klar, also es ist so ein bisschen abwechselnd, natürlich ist ein längerer Block von 7 Königen, aber es ist so ein bisschen abwechselnd, besonders am Ende, dass der Vater sehr nah bei Gott war und auch ihm alles gelungen ist in gewisser Weise. Und dann der Sohn auf einmal, warum auch immer, der auch unter der Herrschaft seines Vaters gelebt hat, auf einmal dann entscheidet, ja, ich versuch's mal lieber mit den Götzen, warum auch immer. Also das ist für mich so ein bisschen unverständlich, weil jetzt ja irgendwie auch, sie mussten ja nicht mal an Gott glauben, sondern sie haben ja sogar erlebt, wie Gott wirkt, und haben dann trotzdem gedacht, ja, warum die toten Götzen wieder rausholen. So what I'm wondering is why, even at this time, after you have a great king like Hezekiah, how does suddenly his son turn away so radically from believing in God and brings back all those dead idols, that his father had removed? How is it possible? Why do we have this great exchange? Also wirklich eine richtig gute Frage. Und wir kriegen hier nicht mehr Informationen, sondern der Wechsel ist wirklich so radikal. Sein Sohn Manasse wurde König und er tat das Böse bei den Augen des Herrn. That is a really good question, and right here at this point we don't get more information about that. It just really radically switches where it says, well, his son Manasseh became king and he did what was evil in the sight of the Lord. Und es ist schade, und ich glaube, eigentlich ist ja der Hiskia auch bestimmt ein guter Vater gewesen für ihn. It is so unfortunate, and probably Hezekiah was also a good father to Manasseh. Ich übertrage es nur in unsere heutige Zeit. Es gibt so viele gute christliche Eltern und die Kinder folgen auch Gott nicht nach. I mean, if I look at that in our time today, there's so many great Christian parents whose children are not following God. Also würde ich irgendwie auch so einfach mal ganz simpel auch antworten, dass jeder Mensch halt einfach seinen eigenen Weg mit Gott gehen muss und es halt seine eigenen Entscheidungen sind. And so partly I think the answer might be really simple, that each person themselves has to make their own decision of following God. Aber also wenn noch von euch jemand einen anderen Gedanken hat, mehr weiß ich dazu auch nicht zu sagen. Well, I'm wondering if someone else here has a thought about this question. Well, I was going to say that it is possible that he was a good father, but just because someone was a good king and followed mostly, all of God's commandments,
And even if he has a relationship with God, that doesn't mean that he is perfect in one area specifically, and that doesn't mean that could be a good father. Yeah. And that's not an easy thing to be a father, and it's not, growing up and having parents is probably one of, if not, one of just short of a relationship with God as being the most important thing that shapes your reality. And if say the king of an entire country was not a great father to you, that can set you down a path that you can't get out of unless God helps you out. And if you choose to not, because it's the God of the father that you had that wasn't a good father, then why would you? Yeah, thank you. I would add something here. Do you have another? Ja. Okay. Also, das stimmt. Ich finde deine Antwort richtig gut. I think your answer is really good. Und ich habe da auch gerade noch gedacht, ja, es gibt so viele Pastoren und Missionare, die richtig krass für Jesus leben und das Land verändern. I think there are so many pastors and missionaries who live so strongly for God to bring change in the country. Und ich glaube schon, dass viele von den Kindern, von diesen großen Leuten, das gar nicht so einfach haben oft als Missionskinder oder Pastorenkinder. And I think many kids of such people, they don't have an easy time being a pastor's kid or a missionary's kid. Ja. Missionary kid. Oh, okay. Sorry. I think No. my condolences. I mean, no parent is perfect. That's for sure. Yeah. Anyways, right? Yeah. Ich glaube, was wir klar sagen können, kein Elternteil ist perfekt. I think that's also something we saw with Joshua, who was such a great leader, and then it says actually explicitly that he was not able to pass that on to the people after him, and that the next generation already fell away from God. Also with King David, where we see so much great stuff about him, but none of his kids did so very well in following God. So I mean, it seems actually to be quite common that the next generation did not do so well, even after a great king. It's also about how you raise your child. Okay, maybe King David didn't spend so much time with the children, with his children. Of course, we're not told this kind of information, right? So we can only have conjectures, but it's quite possible. Emma, you wanted to say something? Something really small is that you can see that Manasseh was 12 years old when he became king. Oh, that's not small. Yeah, that's good. But and that's not obviously an excuse. There are kings that were younger and served God. Right. But I think that that's really important to realize and then think about a 12-year-old kid. And with that child king, you would have to ask who is Exactly. leading him, right? Who is advising him? Wow, that's a really good point. How could it be that it was not a priest ordained by his father who was leading him, but who was it? Yeah. Who was leading him? I think it's also really important to remember, with all parts of this book, there's two forces at work, obviously. So there's God working for the people, but there's also the enemy working against the people. Yes. And so, I think it's important to recognize that, just as much as God was working to save people, he was also working to destroy them. So we're not told who is leading Manasseh, but. Yeah, very good, thank you. War der Hiskia nicht erst ein schlechter König und wurde erst irgendwie danach gut? War das nicht der? Was it true that Hezekiah was first not a good king and then he became good? Ich glaube, dass Manasse tatsächlich. Moment mal, genau. Das war doch einer von denen vor Josia, oder? Also Amasia war auf jeden Fall. Amasia war irgendwie so ein Typ, der mal gewechselt hat. Aber also Hiskia war auf jeden Fall im Weib. Nee, das stimmt. Jetzt weiß ich, was du meinst. Die Krankheit am Ende. Ja. Genau. Ja, stimmt. Das habe ich jetzt ausgeblendet. Well, Hezekiah did have a moment at the end of his reign when he became sick and he did not do well.
Aber also in Chronik hört seine Geschichte trotzdem gut auf. Yeah. And in Hezekiah, his story does end well, the way it's told there, In Chronik. in Chronicles. Und in Könige, glaube ich, hört es so auf, dass hört es, glaube ich, schlecht für ihn auf. So I think that in Kings, the story ends badly. Sorry? Yeah, Manasseh? Yeah, he turns. I like that. It's always nice to find positive things Right. in the Old Testament. Oh, yeah. They didn't get beheaded. Oh, their kids were. Also wir haben halt, Yeah. wir haben leider nicht Zeit, uns jeden ganz genau so anzuschauen von den Königen. Unfortunately, we do not have the time now to look at each king in detail. Aber es lohnt sich echt so Charakterstudien zu machen, finde ich. But I believe it's really worth it to do such character studies for the kings. Ist es für euch in Ordnung, dass wir jetzt zu Josia gehen? Nochmal? Wo waren wir denn? Wo war das, also der Brief vor Gott ausgegraben hat? Hiskia. Wo das war, das ist in Könige von der Story. Achso, Also das ist mit dem Ausbreiten, ja. Und wo da genau war. Ja. Nicht genau da. Muss man mal. Okay. Wegen der Zeit will ich, glaube ich, nochmal kurz bei Josia weitermachen. Ist das in Ordnung? Right, so let's look at King Josiah. Let's continue with him. Also ich habe, glaube schon gesagt, das war jetzt der letzte gute König in Juda. As I said, he was the last of the good kings of Judah. Und wegen seiner, also die Königin, die vorher kamen, hatte er eben wieder zu tun, den Tempel auszubessern, Reformation zu bringen. And he also, because of the kings that came before him, really had to work hard to purify the temple, to cut down the places of worship. Und er hat wirklich nochmal so eine religiöse Erweckung und eine Säuberung des Tempels bewirkt in der Zeit. And he really brought about a religious revival and a cleansing of the temple. Aber das war sozusagen nur wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein, der quasi Gottes Gericht hinausgezögert hat. But in a way, this was just a drop of water on a hot rock. Something that really just prolonged or pushed back a little bit God's judgment. Und in dieser Zeit von Josia hat Babylon Assyrien erobert, das heißt, jetzt wechselt die Welt nach dem Hintergrund. During this reign of Josiah, Babylon conquered Assyria, so the world power is changing in the backdrop of history. Und weil Assyrien und Babylon gerade miteinander beschäftigt waren, hatte eben auch Juda noch mal ein bisschen Luft zum Atmen und so eine Friedenszeit, eine kurze. And because those two empires were fighting each other at that moment, Judah had a little bit of breathing space to develop itself. Und hier bei diesem König, da hören wir auch schon, dass Jeremia auftritt als Prophet. Already during the reign of Josiah, we hear that Jeremiah was ministering as a prophet. Ja. Und nach dem Josia, also der ist leider in einem Kampf gestorben, der Josia, weil er, ich glaube, auch nicht auf Gott gehört hat. Und dann, Josiah unfortunately died in a battle because I think he didn't listen to God. aber es wird jetzt nicht gesagt, dass er böse war oder so. But it's not mentioned Aber auf jeden that he Fall turned bad or anything. ist er gestorben und dann wurde sein Sohn König, der auch schlecht war, der Joahaz. Then his son took over as king, who ruled badly, Jehoahaz. Und dann haben wir, also will ich erst wieder eigentlich über Joachim sprechen. And then I want to look here again at Jehoiakim. Also, genau, Nummer 18 auf unserer Liste. Jehoiakim was number 18 on our list. Vom Josia weggehen, also ich finde, hier sieht man auch, glaube ich, auch mal, wie wichtig die Ratgeber sind, weil Josia 8 Jahre alt war, als er König wurde und dann anscheinend sich auch für den richtigen Weg entschieden. Ja. So here with Josiah we see how important good advisors are, because he was also only 8 when he started to reign. Sehr gut, danke. Und ich glaube echt, dass auch diese Priester wirklich eine wichtige Rolle hatten als Leiter oder als Berater von den Königen. So I believe that these priests had a really important role as guardians or advisors of the king. Ja, danke. Okay, Joachim. Jehoiakim. Also
Als er König war quasi er als König schon ein Knecht von Nebukadnezar. Nebukadnezar ist der König von Babylonien. When he became king, he was basically already a servant of Nebuchadnezzar of Babylonia. Das heißt, er musste schon Tribute zahlen an den König He von had Babel. to pay tribute to the king of Babylon. Und jetzt haben wir das Jahr 605. And now we come to 605 before Christ. Da war so eine große Schlacht von verschiedenen Mächten, die heißt Schlacht von Karkemisch. There was a huge battle between the world powers, and it's called the Battle of Carchemish. Und Joachim als König von Juda hat gegen Babel rebelliert. And Jehoiakim thought this was his chance, and he rebelled against the king of Babylon. Und daraufhin hat natürlich Babylon sofort gesagt, okay, ich ziehe nach Jerusalem und belagere es. Sucks for him that Babylon won that battle, and so the king of Babylon, he said, okay, and now I'm going to come and punish Jerusalem. Und hier in diesem Jahr hat der König von Babel bereits schon einige von Jerusalem weggeführt nach Babylonien ins Exil. And then already in this year, the king of Babylon took away part of Jerusalem's population into exile. Also 605 ist die erste Wegführung ins Exil nach Babylon. So in 605, the first people were led away into exile in Babylon. Ja. Vor der Schlacht oder nach der Schlacht? Nach der Schlacht, und wahrscheinlich ist der Joachim als König eben in der Schlacht gestorben, deswegen wurde er nicht mehr mit nach Babel Also transportiert. der hat die Schlacht als Gelegenheit gesehen, sich aufzulehnen, und das hat dann Babylon bestraft und gleich eine Gruppe Leute mitgenommen. Sozusagen. Ja, Und das war 605. ja. Wie hieß die Schlacht? Schlacht bei Karkemisch. Bitte. Und mit in der Wegführung war vor allem die führende Oberschicht von Juda. And the people who were deported here in this exile was mostly the upper class of Judah. Und dabei wurden auch Daniel und seine Freunde mit nach Babylon genommen. And some of the people taken away here were Daniel and his friends, Genau, der hat ja dann später am königlichen Hof in Babylon gewohnt und gedient. who then later lived at the royal court and served at the court in Babylon. Und wie ich schon gesagt habe, der König von Juda ist in der Schlacht gestorben. And it seems that the king of Judah died in this battle. Und Jeremia, also hier kann man, ich weiß die Stellen jetzt gar nicht, aber Jeremia spricht in diese Situation rein. Wenn es euch interessiert, dann könnt ihr da mal in Kapitel 22 oder 36 nachlesen. Da geht's, ja, auf jeden Fall spricht Jeremia in dieser Zeit. And Jeremiah also speaks at this time. He prophesies or speaks to the people at this time. So if you're interested in that, look it up in Jeremiah 22 or 36. Ja. Okay, und dann wird der Joachim der nächste König, das war 597 vor Christus. Jehoiakim takes over as king in Judah, and this is 597 BC. Und wisst ihr noch, wo wir den Namen Joachim noch gehört haben? Think back, where have you heard this name before, Jehoiakim? Was war nochmal 561 vor Christus? Remember what happened in 561 before Christ? Der letzte Teil des Buch der Könige. That's what the last paragraph in 2 Kings is about. Der Joachim ist der König, der gefangen wird und nach Babel abtransportiert wird. Jehoiakim is that king that was captured by the Babylonians and taken away into captivity, Aber der eben später dort an dem Hof von König Babel begnadigt wird. but was later pardoned there in Babylon at the court of the king. Und in diesem Jahr 597 vor Christus And in this year here, that we're talking about 597 before Christ, hat eben Nebukadnezar wieder Jerusalem belagert und es kam eine zweite Wegführung von Leuten aus Juda nach Babylonien. Nebuchadnezzar again besieged Jerusalem, and there was a second deportation into exile of the people of Judah. Und zwar waren es diesmal Leute aus der Oberschicht, aber auch Handwerker. This time it was also upper class people, but also craftsmen. Und auch Hesekiel, der Prophet, wird mitgenommen. And also Ezekiel the prophet is taking into exile at this time. Aber wir haben immer noch Leute, die übrig geblieben sind in Jerusalem, und zwar so das geringe Volk. And we still have people remaining in Jerusalem, mostly the simple people. Der Nebukadnezar hat dann in Juda den Bruder von dem Joachim als König eingesetzt. Und
Nebuchadnezzar then placed the brother of Jehoiakim on the throne in Jerusalem und hat ihn Zedekia genannt, das ist eigentlich sein eigentlicher Name. and changed his name to Zedekiah. That was not his original name. Und Zedekia hat gegen den Nebukadnezar rebelliert. Zedekiah then rebelled against Nebuchadnezzar, Nebukadnezar belagert wieder Jerusalem. who again besieges Jerusalem. Zedekia war der König, dem die Augen ausgestochen wurden und vorher wurden alle seine Söhne geschlachtet. Das war also das Letzte, was er gesehen hat. And what happens then to Zedekiah is that his sons are killed before him, and then his eyes are gouged out. So that was the last thing that he saw in life. Und das war jetzt im Jahr 586 vor Christus. This happened now in 586 before Christ. Das ist ein wichtiges Datum, weil das ist jetzt wirklich das, wo letztendlich die Stadt eingenommen wurde, der Tempel verbrannt wurde. This is a major date because this is now when Jerusalem was conquered, when the temple was burned. Und es wurde nochmal eine ganz große Gruppe von Leuten nach Juda weggeführt. And another huge group of people was taken away from Judah. Jetzt sind eigentlich fast alle in Babylon von den Judäern. After this, almost all people of Judah are in Babylon. Aber ein ganz kleiner Rest vom Volk ist noch in Jerusalem geblieben. Only a very small remnant of the people remained in Israel. Und das ist so dieses Datum, das dürft ihr euch auf jeden Fall am meisten merken. So 586 war Zerstörung Jerusalems. So out of all of these days, 586, the destruction of Jerusalem is a main one. Aber auch das wissen, dass vorher auch bereits schon 2 Wegführungen von Leuten stattgefunden haben. But it is also good to know that before this final day, 2 other deportations had already happened into exile before. Und es gab dann sogar noch eine 4. Wegführung. And actually, there was a 4th group of people that were taken away. Und das heißt dann the wiping of the dish, also so dieses letzte Teller auswischen. It's become known as the wiping of the dish, taking away the last few people. Ja, dass die auch noch nach Babylon weggeführt wurden. Who were then also taken away to Babylon. Bevor dem war noch, also in Jerusalem selber wurde ein Statthalter eingesetzt. Da gab es dann jetzt keinen König mehr oder so, sondern da wurde ein Statthalter eingesetzt und der dann über die paar Leute, die dort noch sind, halt regiert hat sozusagen. After this 3rd deportation, a governor was installed in Judah. They no longer had their own king, who was basically reigning over the few people who were left behind there. Okay, und jetzt mal noch zu Babylon. Wer waren denn die Babylonier, die diese Judäer da mitgenommen haben? So let's look a little bit at the Babylonians. Who were these people who had taken away the Judeans into exile? Also eben auch sie waren im Weltreich. Ich will mit der Folie einfach nur bezwecken, dass wir sehen, hey, ein Weltreich hat wirklich viele Länder eingenommen. They also were a world empire, and I just want to show you the slide to show, yes, an empire conquered a bunch of different nations. Und man kann so sagen, dass das Neubabylonische Reich, also Babylon ist ja schon ganz uralt, das gab es ja schon ganz viele Jahre vorher, aber dieses Reich, das besteht von 612 bis 539. So what we're talking about here technically is the Neo-Babylonian Empire, because Babylon as a civilization had existed for so long, but they rose to power and they reigned between 605 and 562 BC. Aber eigentlich haben sie ihre wirkliche Blütezeit nur unter diesem einen König Nebukadnezar gehabt. And their real time of power was really under King Nebuchadnezzar, this short reign. Und das war von 605 bis 562. So, I think I got the first date wrong. So this is the total time of the Neo-Babylonian Empire. And it was only during this short stretch here that they actually were dominating world politics. Und die Hauptstadt von Babylonien war Babel. The capital of Babylonia was Babylon. Ja, Babylon. Und also charakteristisch für die Stadt ist einfach, dass sie ganz trotzig ist, dass sie überheblich ist, dass Stolz da ist. Something that is characteristic for the city is its arrogance, its resistance to God. Heute steht da anscheinend nur noch ein Schild mit Haltepunkt Babylon. Züge halten hier nur nach Bedarf, also es gibt sie nicht mehr, die Stadt. I've heard that today the city does not exist anymore. There's only a sign saying train station of Babylon, trains don't stop here anymore. Damit erfüllt sich auch, was Jeremia da vorausgesagt hatte.
which fulfills Jeremiah's prophecy about Babylon. Also der Glanz Babylons ist quasi wieder total in sich zusammengefallen. All of that might, all of that wealth of Babylon has really collapsed into nothing. Und Nebukadnezar war bekannt dafür, dass er ganz hohe Stadtmauern gebaut hatte. One thing Nebuchadnezzar was known for was building up really high walls, Einen richtig prunkvollen Palast. a really luxurious palace, Und auf seinem eigenen Dach solche hängenden Gärten. Also hängende Gärten sind ganz charakteristisch für Babylon. and on his roof, on his palace roof, he built these huge hanging gardens full of plants. Ja. Also und generell gilt ja Babylon auch in den Propheten und so als Symbol der wiedergöttlichen Weltmacht. Also einfach dieser Stolz und diese Überheblichkeit, dieses selber Gott sein wollen. Babylon, along the story of the Bible, really has developed into a picture of human pride and wanting to be independent from God, being arrogant against God. Und in diesem Reich leben jetzt quasi die Juden in Babylon. It is in this empire that the Jews now find themselves. Und ihnen geht es dort aber besser als den Israeliten im Norden. Also die Israeliten haben unter den Assyrern ja ganz schlimm gelitten, aber die Juden hatten in Babylon eigentlich schon ein ganz gutes Leben. But even those people were taken away into Babylon itself, they had a better life than whatever happened to the people of the northern kingdom of Israel under the Assyrians. Und sie haben 70 Jahre dort gelebt und natürlich auch die Sprache gelernt, die Kultur übernommen, haben sich dort auch ein bisschen angepasst, ein Stück weit. They lived there for 70 years. Of course, they took over the language, a little bit of the culture, they adapted to a certain degree. Und viele haben wahrscheinlich dann auch in der neuen Generation vergessen auch, was ist Israel überhaupt, was ist Juda überhaupt, Jerusalem. Surely many of them in the next generation forgot about what is Israel, what is Jerusalem. Also sie waren 70 Jahre in dieser Gefangenschaft. They were in this captivity for 70 years. Und die Könige, also der König wurde ja 561 begnadigt quasi, der König von Juda. We read about how the king of Judah was pardoned in 561 BC. Das heißt, seine Linie wurde erhalten, die wurde bewahrt von Gott. And his lineage persisted, it was protected by God. In Jerusalem hat so lange, ich weiß gar nicht, es sind ein paar Leute eben zurückgeblieben, aber diese Gegend Jerusalem hat man Jehud genannt. Few people remained in Jerusalem, and this province was known as Yehud, Also jetzt war es eine babylonische Provinz. the Babylonian province. Und in dem Zeitraum jetzt hat man die Juden auch zum ersten Mal Juden genannt. And now at this time, the Jews, for the first time, actually were called Ja. Jews. Und ich will aufhören, also jetzt hören wir gleich auf, aber mit dem, dass wir nochmal den Stammbaum in Matthäus 1 aufschlagen, das ist einfach nur zum Zeigen, dass das die Linie ist, die erhalten worden ist durchs Exil hindurch. Matthäus 1. Now that we come to the end of Chronicles, I want us to finish by looking at Jesus' lineage in Matthew chapter 1. Just to show how this lineage of King David was preserved. Ja, also hier findet ihr quasi all die Namen, also in Matthäus 1, Verse 1 bis 17, sind all die Namen, die quasi die Linie Jesus ausmachen. Here in chapter 1 of Matthew, verses 1 to 17, you see all those names that make up the lineage of Jesus. Und mit Jesus hört dieser Stammbaum natürlich dann auf, And it only goes as far as Jesus, this genealogy, weil er dann der ewige König ist und auch der ewige Hohepriester. because Jesus is the eternal King and the eternal High Priest, Ja, der für immer auf diesem Thron jetzt sitzt. who sits forever on the throne. Und mit diesem Blick auf Jesus können wir dieses Teaching auch beenden. And with this look at Jesus, with this outlook at Jesus, we can finish this teaching. Ja. Und genau, ich glaube, dann schließe ich einfach noch mit einem Gebet ab. And I will wrap this up with a prayer. Jesus, I thank you that we can know your story, that you have given us the Bible, that we can be sure also through your Spirit that lives within us that you are the true King of Kings and that you are the High Priest and that you are the one who saves us, God.
that you are the one whose kingdom remains forever and ever. And God, I pray for us and also for the students in specific, that you just bless them through these books, Kings and Chronicles, that you speak